Hallo zusammen. Heute möchte ich mal etwas Neues ausprobieren. Heute bekommt ihr von mir ein Audio-Fotolog. Ja, ganz richtig. Ich war ja am Wochenende in Spanien gewesen auf dem Bull Smackdown. Leider habe ich es nicht geschafft, Videos zu machen, außer dieses eine Flugvideo, was ihr am Ende von diesem Video sehen werdet. Aber ich habe ein paar Fotos gemacht und dachte mir, ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Wie schon gesagt, am Freitag, den 14. bin ich in aller Herrgottsfrüh aufgestanden, saß um 6 Uhr morgens am Flughafen und habe auf meinen tollen Ryanair-Flug gewartet, Richtung Alicante. Dort wurde ich dann von Jason Plotz von Midland Helicopters abgeholt und wir sind direkt zum Strand gefahren, wo auch schon fleißig geflogen wurde. Dave hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut, hat uns ein Stück vom Strand reserviert, hat ein paar Zelte aufgestellt, eine Ladestation, es gab sogar mittags noch was zu essen. Und wie ihr sehen könnt, wir konnten direkt über dem Meer fliegen, direkt über dem Wasser, was natürlich auch so ein kleines bisschen Nervenkitzel ist, weil man muss seiner Maschine schon voll und ganz vertrauen. Wir hatten auch Security Guards da, die dann dafür gesorgt haben, dass keine spielenden Kinder oder Schwimmer bei uns in unseren Bereich kommen. Wie ihr sehen könnt, wir hatten jede Menge Spaß. Es gab auch noch Restaurants und Bars in der Nähe. Man konnte sich in die Sonne setzen, man konnte was essen, also war wunderbar. Ich bin dieses Jahr bei dem Team Midland und plus noch ein paar weiteren Engländern untergekommen. Wir haben uns zusammen ein Haus gemietet mit Swimmingpool und hatten dort jede Menge Gaudi, wie man ja hier schon auf dem Foto sehen kann. Ich habe dieses Jahr meinen Goblin Black Thunder mitgenommen. Das ist einfach im Moment meine allerliebste Maschine. Die möchte ich auch nicht mehr hergeben. Die fliege ich bevorzugt. Ich hatte noch meinen 500er dabei, aber der war eigentlich wirklich nur so als Worst-Case-Szenario, wenn alles schief geht, weil ich will einfach die große Maschine fliegen. Und wie ihr sehen könnt, der Strand ist einfach ein perfekter Platz, um ein paar schöne Fotos von eurem liebsten Heli zu machen. Also ja, war schon sehr geil. Hier seht ihr mich schon direkt am Samstag in, ja, aller Herrgottsfrüh würde ich nicht sagen, gemütlich um 10 ging es dann los beim Bull Smackdown auf einem kleinen offiziellen Flughafen, also auch für manntragende Maschinen. Dieses Jahr war alles sehr, sehr Goblin-lastig. Ich habe dann natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen und wir haben auch noch ein schönes Gruppenbild gemacht mit allen Goblins, die vor Ort waren. Auch Stefano von SAW Heli Division war vor Ort und hat die Veranstaltung besucht, was mich sehr gefreut hat. Ja. Kurz vor Mittag ging es dann mit den Wettbewerben los. Es gab wie immer einen Freestyle Cup, einen Flight to Music Cup, einen Nitro Cup und abends natürlich auch noch Nachtflug. Und ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, ich habe zwar nichts trainiert, aber machst du mal bei irgendwas mit, weil Bull Smackdown, habe ich die letzten Jahre schon gesehen, ist eigentlich eher eine Fun-Competition als irgendwas Bierernstes. Die Leute sind alle bunt durchgemischt, also haben wir gedacht, warum nicht? Machst du mal beim Freestyle mit. Und von 16 Leuten, die mitgemacht haben, dachte ich mir, komm, Hauptsache wirst nicht letzter, wirst wahrscheinlich vielleicht so Platz 15 oder 14. Und habe dann natürlich nicht schlecht gestaunt, als ich nach der ersten Auswertung auf Platz 4 gelandet bin. Ich bin fast rückwärts umgefallen, konnte es ehrlich gesagt nicht wirklich verstehen. Aber ja, ich bin in die Final Round gekommen. Dann fing natürlich die Nerven erst so richtig an, weil ich mir dann gedacht habe, boah, ja, vielleicht kannst du ja doch noch aufs Treppchen hoch, fliegst du morgen mal ein bisschen was mit Plan. Habe mich dann hingesetzt und mir überlegt, was kannst du in den 3 Minuten alles einbauen, was fliegst du nacheinander, welche Übergänge machst du. Ich meine, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass 3 Minuten für mich gar nichts sind. Ich fliege ja sonst 7 bis 8 Minuten mit einem Akku. Das heißt, ich musste mir echt überlegen, wie ich das alles komprimiere. Bin dann auch am Sonntag richtig gut meiner Meinung nach geflogen. Ich habe gut gestartet und bin dann leider gecrasht. Für diejenigen, die jetzt sagen, Simone, du crashst doch nie. Ja, das ist richtig. Fast nie. 2-mal bis jetzt in 7 Jahren. Ja, warum bin ich gecrasht? Wie ihr sehen könnt hier an den Bildern. Weil es halt ein Flughafen war. Letztes Jahr hatten wir das Problem nicht, aber dieses Jahr haben sich die Leute mit den manntragenden Maschinen es nicht nehmen lassen, die ganze Zeit Start- und Landeübungen zu machen. Und wie man hier sehen kann, geht das leider genau durch unseren Flugslot durch. Die haben sich auch nicht wirklich beirren lassen. Naja, ich bin gerade halt einen Speed Circle geflogen, habe das Flugzeug nicht gesehen, gehört, war halt auf den Heli konzentriert und ja, wenn man da so mit ein paar 100 km/h vor sich hinschießt und auf einmal ein Flugzeug durch den Speed Circle durchgefahren kommt, dann geht einem natürlich die Pumpe. Ich habe dann den Speed Circle abgebrochen, habe übersteuert, habe dann den Auftrieb verloren und bin halt gnadenlos halt kopfüber
angeschlagen. Und naja, das ist alles, was übrig ist. Also das Chassis hat es überlebt, aber auch hier sind noch ein paar Teile krumm. Also die Reparatur wird jetzt doch etwas größer als erwartet. Trotz allem habe ich es noch geschafft, auf dem 5. Platz zu bleiben. Naja, ich war ja wie gesagt in den Finals. Muss aber trotzdem sagen, dafür, dass es mein allererster Wettbewerb war, ich keine Vorbereitung hatte, ich nicht dafür trainiert habe, ohne Plan einfach rausgegangen bin und irgendwas geflogen bin. 5. Platz, ich bin ehrlich, ich bin echt wahnsinns überrascht, aber auch ein bisschen stolz und denke, das kann sich doch so sehen lassen. Ich habe auch ein bisschen Blut geleckt, habe jetzt auch ein bisschen Bock, nächstes Jahr vielleicht nochmal an 1, 2 kleinen Competitions mitzumachen. Also nichts mega Großes, aber einfach mal, um da weiter vielleicht ein bisschen reinzukommen, weil es mir jetzt doch gezeigt hat, dass ich vielleicht doch nicht ganz so schlecht bin, wie ich dachte. Naja, gucken wir mal. Jedenfalls, alles in allem hat das Event sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder jede Menge Gaudi gehabt mit den Leuten und ja, am Montag ging es dann leider auch schon wieder zurück ins kalte Deutschland, weil die Arbeitswelt gerufen hat. Aber ja, das war der Bull Smackdown. Lasst mich mal wissen, wie ihr diese Art von Audiolog findet. Aus Not am Manne, dass es ja keine Videos gab. Jetzt will ich euch aber nicht weiter aufhalten und jetzt bekommt ihr das versprochene Video, wo ich am Strand meinen 2. Flug gemacht habe. Viel Spaß!